Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie Game Devlog zu Port Empire. Es hat sich wieder einiges getan im Spiel und ich heiße euch natürlich herzlich willkommen zu diesem kleinen Jubiläums-Devlog, denn es ist Nummer 25. Wow, 25 Devlogs schon. Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Aber ich will nicht lange um den heißen Brei wieder reden und wir stürzen uns in die neuesten Features. Diese Woche war auf jeden Fall die Insel so ein kleines Projekt, was ich diese Woche unbedingt angehen wollte, beziehungsweise ein paar Verschönerungen machen, Performance-Probleme lösen und das habe ich auch geschafft. Wir haben nicht nur diese wunderschönen verschiedenen Tree Colors jetzt, wir benutzen auch noch einen neuen Wasser-Shader, der jetzt ohne Script läuft, also nur der reine Shader, denn vorher war es nämlich der Fall, dass wir für die Wellen, die wir erzeugt haben, das haben wir über ein Skript gemacht, ein Component, und das nutzen wir jetzt nicht mehr und das spart eine Menge Performance im Spiel. Ich würde sogar fast sagen, wir haben um die 7 FPS mehr rausgeholt. Und das Spiel läuft aktuell wirklich konstant in 60 FPS. Und endlich ist das Feature drin, welches das Spiel größtenteils ausmacht, und zwar das Trading-System oder auf eurem Hafengebäude das Trading-Menü. Denn hier könnt ihr jetzt kaufen und verkaufen und das haben wir ganz cool gemacht. Wir können ja einfach den Slider bewegen, wenn uns ein Händler besucht. Wir könnten aber auch hier unten reinklicken und die Zahl mit der Tastatur ändern. Und ich mache das jetzt mal wieder auf 0. Und hier oben, wenn ich den Slider bewege, seht ihr direkt, wie viel ihr bezahlen müsst. Und dieser Preis setzt sich zusammen aus einer bestimmten Value pro Stückpreis. Aber da möchte ich noch nicht so viel verraten, wie sich diese zusammensetzt. Das kommt später noch. So ähnlich ist es natürlich auch in dem Verkaufsmenü, nur hier könnt ihr natürlich nur die Ressourcen verkaufen, die ihr auch wirklich besitzt, also in diesem Fall 23 Essen und dann kann ich auch den Slider nur bis 23 ziehen. Auch habe ich diese Woche die Wettereffekte noch etwas überarbeitet in Port Empire, was jetzt im Herbst zum Beispiel ziemlich cool aussieht, denn wenn wir jetzt mal auf das Meer gucken, sehen wir hier so einen wunderschönen Effekt, wo die Regentropfen mit dem Wasser kollidieren. Das Ganze läuft auch ganz normal über die Particle Collision und frisst halt auch sehr wenig Performance. Und auch den Winter haben wir wieder etwas verschönert, nämlich wird der Boden jetzt weiß und wie ihr hier sehen könnt, kommen jetzt richtige Schneeflocken vom Himmel. Außerdem wollten wir wieder ein Stück mehr es hinbekommen, dass ihr mitfühlt mit euren Villagern. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut auf dem Bildschirm, werdet ihr sehen, dass eure Kamera eingefroren ist. Leider muss ich den Devlog etwas traurig heute beenden, denn ich muss euch leider sagen, dass die Devlogs nur noch alle 3 Wochen kommen werden. Denn wer sicherlich weiß, ich mache das Ganze nicht Vollzeit und ich habe nebenbei auch noch beruflich zu tun und derzeit ein wenig beruflichen Stress. Deshalb möchte ich ganz gerne, ich mache das eigentlich ungern, aber trotzdem natürlich einmal auf meine Patreon-Page aufmerksam machen. Also wer mich vielleicht unterstützen möchte, Port Empire und YouTube und all das drumherum in Vollzeit machen zu können, der kann gerne mal vorbeischauen und vielleicht hat er ja den ein oder anderen Euro für Port Empire übrig. Ansonsten würde ich mich wieder bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Fortschritt gefallen und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt gerne einen Kommentar oder lasst ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Macht es gut, Leute. Ciao. Und wie immer ein riesen Dankeschön an Bero, Ian Dorton, Manuel Rauber, Octadurin, Tobias, Circus Smiler, Renault und Mr. Unicornator. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon und auf Twitch.